Ein donnerndes Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Klappspaten TV. Diesmal das 10.000 Abonnenten Spezial. Ich habe besorgt einen VW Schwimmwagen vom Typ 166. Mit am Start ist unser Stefan. Ihr kennt den Mann vom Generalswohnmobil. Er steht mir technisch zur Seite. Er kennt das Fahrzeug in- und auswendig und wird das Ganze technisch überwachen. Vorne Halt. Ein See versperrt uns den Weg. Müssen wir anders lang fahren. Und meinst du, warum der teure Schwimmantrieb an Bord ist? Rein da! Also das heißt, wir fahren da jetzt rein und sind dann Seeleute. Jo. Habt ihr gehört, wir sind dann Seeleute. Auf geht's! Alter! Außenborder an. Alter, ist das geil. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und einen Kommentar da. Über ein Abo von euch würde ich mich sehr freuen und um nichts mehr zu verpassen, aktiviert das Glöckchen. Wollt ihr einen Klappspaten TV Patch? Dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter info@klappspatentv.de oder auf Instagram oder Facebook. Das ist einfach nur toll, wenn ihr mit eurem Auto einfach in einen See reinfahren könnt und dann auf dem See schwimmt. Also es ist einfach genial. Hat man damals die Möglichkeit gehabt, relativ schnell Gewässer zu überqueren. Jetzt geben wir mal Gas.
Freunde, es ist einfach nur schön, wenn ihr mit eurem Schwimmfahrzeug einfach ein Gewässer überqueren könnt. Alleine dieses Geräusch, was es macht, wenn du Gas gibst, ne, das ist so richtig militärisch irgendwie geil. Mal wechseln, sag ich gerade. Da läuft, würde ich sagen, Freunde. Auch Tarnen im Wasser ist möglich. Doch gepasst. So, Freunde, das Ganze ist natürlich ein Militärfahrzeug und aus einem Militärfahrzeug muss natürlich auch gewürgt werden. Das heißt, wir können uns mit dem Fahrzeug verteidigen über ein Maschinengewehr, MG42 damals, und natürlich auch in den Angriff übergehen. Dazu habe ich mal eine Requisite von einem Film besorgt. Die montieren wir jetzt einfach mal auf dem Fahrzeug. Das ist eine ehemalige echte Waffe. Die kommt aus Jugoslawien, MG53. Das ist mit einem BKA-Bescheid extra umgebaut zu Filmzwecken. Das heißt, der Lauf ist angebohrt, 6-fach Kaliber groß. Vorne ist ein Dorn im Lauf eingeschweißt, das Patronenlager ist verschweißt, der Verschlusskopf ist 45 Grad abgeschliffen, die Rohrwechselklappe ist zugeschweißt,
Und der Abzugsmechanismus ist außer Kraft gesetzt. Ja, also ihr könnt hier nicht mehr abdrücken. Die Waffe funktioniert somit nicht mehr und kann zu Filmzwecken genutzt werden. So, das Maschinengewehr wird hier einfach drauf lafettiert. So, jetzt ist es arretiert und ihr könnt es halt in eurem Schwenkbereich schwenken, wie ihr es braucht. Natürlich auch hoch und runter. Wobei so zu niedrig ist, dann würden wir in das Fahrzeug selber wirken und das ist auch schon das Ende vom Ganzen. Also höher können wir damit nicht verteidigen. So, bis in die Richtung können wir hoch, also Fliegerbeschuss können wir damit jetzt nicht unbedingt abwehren. Und wenn wir natürlich auf dem Marsch sind und es nicht unbedingt benötigen, dann können wir das hier quasi für die Fahrt arretieren. So, das rastet hier ein und ist jetzt aber auch sicher. Und es kann damit soweit nichts passieren. Das heißt, es schlägt nicht aus Versehen den Beifahrer, wenn wir in Kurvenfahrten gehen oder Ähnliches oder im schweren Gelände sind, dass es sich frei ruckelt. Es ist halt gut arretiert. So, wir machen das mal fertig. Klar zum Gefecht. Ich habe delaborierte Munition besorgt, auch für Filmzwecke, genau wie das Fahrzeug auch. Also so werden Filme gedreht. Legen den Gurt ein. Das schlackerte natürlich damals nicht so rum. Also die Wehrmacht hatte diese Trommelmagazine, da waren quasi dann die Patronen drin. Um es besser zu veranschaulichen, hängt es hier einfach mal runter. Wir bereiten uns jetzt darauf vor, also wir sind im feindlichen Gebiet unterwegs und wir gehen von Feindkontakt aus, so dass wir uns halt verteidigen müssen. So, dann kriege ich den Befehl dazu, klar zum Gefecht, dann wird das Maschinengewehr fertig gemacht. Ich klappe mir meinen Sitz um, nehme hier Platz, hole das aus der Arretierung raus und kann jetzt, arretiere die hier, dass die auch nicht im Weg ist und könnte quasi von jetzt hier wirken mit dem Maschinengewehr. Also in dem Bereich. Ihr seht schon selber, wenn ich nach da schießen muss, dann muss ich mich ziemlich weit rüber lehnen. Das würde aber auch gehen. Der beste Bereich ist natürlich, dass ich so schieße oder auf die linke Schulter wechsle und dann auch so hier wirken kann. Wichtig ist, dass die Windschutzscheibe abgeklappt ist, weil wenn sie hochgeklappt ist, dann ist euer Radius natürlich nicht mehr, dass ihr wirken könnt. Dann könnt ihr nur noch hier drüber, ohne zu zielen, einfach Deckungsfeuer geben. Ne? Natürlich, wenn es nicht anders geht, dass es ein Hinterhalt oder irgendwas ist, funktioniert das. Aber wenn klar zum Gefecht, dann ist die Scheibe im Regelfall runtergeklappt. So Freunde, jetzt könnt ihr euch natürlich vorstellen, das Fahrzeug ist null gepanzert. Ja, das ist einfach nur eine Blechkiste, eine Blechwanne, mehr ist das nicht. Und ihr seid hier drin tatsächlich schutzlos, wenn ihr in ein Feuergefecht kommt. Also das heißt, wenn da eine Kugel reinfliegt vorne, ein Projektil, das saust hier einmal komplett durch und merkt hinten am Motor, oh, da war ja was. Dann hat es den Motorraum aber auch schon wieder verlassen und ist quasi einmal durchgesaust. Hier vorne habt ihr die Tanks, einmal hier mit Kraftstoff und dann habt ihr hier noch einen dritten Tank für den automatischen Abschmiermechanismus. Das heißt, wenn die auf euch schießen, was sie tun werden, dann gehen die Dinger gerne mal in Flammen auf, ihr verliert Kraftstoff, das entzündet sich, das brennt, ihr müsst das Fahrzeug verlassen oder ihr seid auch selber schon verwundet worden. Das ist natürlich nicht schön, das ist Krieg, aber so hat man das damals praktiziert. Der Fahrer ist quasi gefahren und der Beifahrer hat halt gewirkt und hat verteidigt oder angegriffen. Das wird wahrscheinlich auch mit ein Grund sein, warum so viele Schwimmwagen den Krieg nicht überlebt haben, weil sie halt leichte Beute waren. Ne? Er war zwar relativ wendig, er konnte Gewässer überqueren, ohne Probleme, aber es ist halt ein ungepanzertes Fahrzeug. In der heutigen Zeit, für mich als Ex-Soldaten, ist das unvorstellbar. Ne? Man fährt mit gepanzerten Fahrzeugen raus auf Patrouille, da ist eine Waffenstation oben drauf, die vom Fahrzeug, von dem gepanzerten Schutzraum aus quasi bedient werden kann. Ja, und das gab es damals nicht. Hier saß der Fahrer, der hat das Fahrzeug geführt und hier saß der Maschinengewehrschütze und der hat dann verteidigt oder angegriffen und man war, wie ihr das sehen könnt, komplett schutzlos. Krieg ist nicht schön. Nie. Macht lieber irgendwas anderes, bevor ihr in den Krieg zieht, weil sowas kann euch natürlich erwarten. So Freunde, und wenn der Anlasser mal kaputt ist und das Fahrzeug wirklich nicht anspringen sollte, dann haben wir die Möglichkeit, das über eine Handkurbel anzuwerfen, das Aggregat zu starten. Das machen wir einfach mal, also den steckt ihr einfach hier hinten rein, dass er drin ist und dann müsst ihr fleißig kurbeln. Und schon ist das Fahrzeug an. Ne? Super Sache, macht heute kaum noch einer. Ich habe das auch zum ersten Mal in meinem Leben gemacht.
So Freunde, ihr habt es ja gerade gesehen, ich war mit dem Fahrzeug ein bisschen unterwegs. Das ist für mich natürlich ein absolutes Privileg, so ein Fahrzeug selber mal zu bedienen und dann natürlich mit im Wasser auch mal zu fahren, also eine Gewässerüberquerung durchzuführen. Das macht ohne Ende viel Spaß, ist ein tolles Auto und jetzt kommt das für die Technikinteressierten unter euch. Wir schauen uns das Fahrzeug jetzt mal ein bisschen genauer an. Erstmal, was ist es denn überhaupt? Es ist ein VW Schwimmwagen. Er ist 1944 an das Heereswaffenamt Kassel gegangen und dann verliert sich die Spur. So, das weiß man auch nur, weil man das hat über das VW historische Autos irgendwas rausgekriegt, dass er halt 1944 hergestellt wurde, so im Mai, Juni rum. Und dann an das Heereswaffenamt in Kassel. Dann war die Spur weg. Und dann hat man das ganze Gerät dann wiederentdeckt nach dem Kriege in Frankreich. Er ist, man weiß es nicht genau, wahrscheinlich an die SS ausgegeben worden. Es könnte aber auch eine reguläre Wehrmachtseinheit gewesen sein. Das weiß man aber heutzutage nicht ganz genau. Er war wahrscheinlich bei der Schlacht im Kessel von Falaise dabei gewesen. Und da hat er auch im Prinzip einen Treffer abgekriegt. Also man geht davon aus, dass er Fliegerbeschuss bekommen hat. Er hat hinten am Heck, da sieht man ganz genau, was da durchgedrungen ist. Also er hat ordentlich einen verbacken bekommen und dann hat ihn irgendwer nach dem Kriege aus dem Wald, aus dem Dreck, sonst wo rausgezogen und dann ist das Fahrzeug an ein Museum gegangen. So, und heute ist es immer noch im Privatbesitz, in einem Privatmuseum. Das Fahrzeug wird ausgeliehen für Filmdrehs der damaligen Zeit, Kriegsfilme. Und ich habe mir das Fahrzeug einfach mal für einen Tag ausgeliehen, um das Fahrzeug euch vorzustellen, um zu zeigen, was es damals Tolles gab, was es alles kann. So, und jetzt gucken wir uns mal die Technik an. So Freunde, das ist ein Schwimmwagen Typ 166. Er hat einen luftgekühlten Kübelmotor verbaut. Kommen wir direkt zur Besonderheit, er hat zwei Tanks. Einer ist hier, einer ist da. Die sind auch geteilt voneinander, die müssen beide zusammen aufgetankt sein. Zweimal Kraftstofftank, vorne sitzend. Wie gesagt, hatten wir eben schon, wenn wir mit dem MG wirken und wir haben halt Feindbeschuss, also kommt das nicht so gut. Dann haben wir hier in der Mitte noch einen Behälter, der ist für die automatische oder Zentralabschmiereinrichtung. Ne? Da kommt dann Fett rein. So ziemlich jedes Fahrzeug von damals hatte eine abklappbare Windschutzscheibe. Ja, das können wir hier natürlich auch machen. Können Sie runterklappen. Die wird dann hier arretiert, ist dann feste, um mit dem MG wirken zu können. Dann haben wir weiter noch ein Ersatzrad vorne auf der Haube selber. Das ist ja im Prinzip keine Haube, das ist ja, wenn ihr so wollt, ist das eine Badewanne auf 4 Rädern. Mehr ist das nicht. Ne? Das ist dünnes Blech, eine dünne Blechwanne, die halt schwimmfähig ist. Ne? Das ist unser Schwimmkörper. So Freunde, jetzt sind wir im Fahrerstand selber. Das ist ein unsynchronisiertes Getriebe. Das bedeutet, wenn wir jetzt schalten wollen beim unsynchronisierten Getriebe, ne? Gang raus, Kupplung loslassen, wieder treten, nächsten Gang rein. Ne, ganz wichtig. Ansonsten gibt das einen riesengroßen Knall und das mag das Auto überhaupt gar nicht. Ja, weiter haben wir noch das Bremspedal, ganz normal, und das Gaspedal. So, und dann haben wir hier Hinterradantrieb, ist in der Normalstellung, so wie jetzt. Dann haben wir den Allradantrieb und den Geländegang. Das heißt, wir legen den Schalter um, einen nach vorne in der Schaltgasse, einen nach vorne, dann sind wir im Allradantrieb und noch einen weiter nach vorne, dann sind wir im Geländegang. Und das haben wir eben genutzt, um aus dem See wieder rauszukommen. So, wenn wir jetzt meinen, dass wir tatsächlich den Allrad brauchen, dann bleiben wir stehen, drücken den nach vorne, diesen Hebel hier, dann sind wir auf Allrad. So, und wenn wir dann ins schweres Gelände müssen oder aus dem See raus, dann gehen wir noch einen weiter nach vorne. So, und jetzt wären wir im Geländegang tatsächlich drin. Für rückwärts müsst ihr runterdrücken, nach hinten, Rückwärtsgang drin. Ne? Dann habt ihr ersten Gang, zweiten Gang, dritten Gang und vierten Gang. Ende, Freunde. Ihr habt nur 4 Gänge. Wir haben auch bei dem nur 24,5 PS, aber das reicht für das Fahrzeug und dafür, wo es konstruiert wurde, reicht das völlig aus. So, dann haben wir hier noch ein tolles Pedal, möchte ich schon sagen, das kann man auch mit dem Fuß machen. Das ist diese automatische oder Zentralabschmiereinheit. Damit betätige ich das und dann wird alles, was das Fahrzeug, wo Fett rein muss, abgeschmiert. Ne? Durch Betätigen dieses Hebels oder dieses Pedals. So, dann haben wir jetzt hier noch eine tolle Klappe. Die öffnen wir mal, dann sind wir hier bei der Getriebeeinheit. So sieht das Ganze aus. Das ist das Getriebe, das ist die Drehstabfederung für hinten. Dann habt ihr hier die Schaltwelle für einen zuschaltbaren Allrad- und Geländegang und natürlich die Schaltkulisse selber für die verschiedenen Gänge. Eine 6-Volt-Batterie. Hier unten sitzen die Stoßdämpfer drin. Natürlich steht jetzt ein bisschen Wasser drin. Wir waren damit ja eben erst im See, also ein bisschen Leckage ist immer, ein bisschen volllaufen. Das ist einfach bei den Fahrzeugen so. So, jetzt sind wir auch schon am Heck des Fahrzeuges angekommen. Eigentlich das Herzstück, das Interessanteste am ganzen Fahrzeug. Also hier oben sitzt der Auspuff drauf und hier haben wir unsere Schraube.
Wenn wir jetzt mit dem Fahrzeug im Wasser sind, wichtig, Motor aus und dann kann das ja der Fahrer, Beifahrer über diese Stange. Der drückt im Prinzip die Schraube einfach nur runter und arretiert die Stange wieder. So, und dann startet er den Motor und dann dreht die Schraube sofort. Also die Kraft wird sofort 1:1 von der Kurbelwelle übertragen und die Schraube dreht mit ein bisschen weniger Drehzahl als die Motordrehzahl. Und dadurch wird das Fahrzeug angetrieben. Sollte das aus irgendwelchen Gründen mal ausfallen, könnt ihr auch den Allrad einlegen und könnt nur über die Bewegung der Reifen. Das dauert Ewigkeiten, aber ihr kommt vorwärts. Ne? Das geht auch. Gelenkt wird das ganze Fahrzeug wirklich nur über die Reifen. Also wenn ihr einlenkt nach rechts, dann biegt das Fahrzeug auch nach rechts ab. Natürlich jetzt nicht wie in der Straßenfahrt, aber er macht das, was er machen soll. Ihr habt das ja eben auch auf den Aufnahmen im See selber gesehen. So, dann gucken wir uns mal den Motor an. Das ist dasselbe wie im Kübel verbaut war. Ein luftgekühlter Kübelmotor. Dafür öffnen wir die Verschlüsse. Das sind 4 Stück an der Zahl. So, und dann machen wir das auf. Und das Schöne ist, das war damals schon so, es bleibt automatisch auf. Also ihr müsst es nicht aufhalten oder erst eine Stange anlegen. Nein, es bleibt automatisch. Man hat sich damals schon Gedanken darüber gemacht. So, das ist unser Motor. Relativ klein. Es ist aufgeräumt. Man kann alles sehen. Es ist überschaubar. Man muss dazu sagen, falls das Fahrzeug voll laufen sollte tatsächlich, ne? Hier sitzt der Zündverteiler, der muss trocken bleiben. Wenn der nass wird, geht das Fahrzeug aus. Ende. Deswegen hat man dieses Blech über den Keilriemen drüber gemacht, weil die Drehbewegung ist nach rechts. Das heißt, er nimmt das Wasser auf, das läuft in diesen Schutz rein und kommt gar nicht in die Bedrulle, dass das auf den Zündverteiler draufgeschleudert wird, sodass das Fahrzeug ausgeht. Also da hatte man sich auch Gedanken drüber gemacht, wenn eine Leckage ist, was gerne mal passiert. Dafür hat man das angebracht. Das ist ja ganz wichtig zu erwähnen. Das ist die Kurbelwelle, das wird hier übertragen auf die Schraube. So, und wir können diese Schraube lösen und das Ganze im Prinzip hier reinziehen, dass das wirklich nur, wenn wir Gewässer überqueren wollen, wirklich nur dann ausgefahren wird und quasi geschont wird. So, dann haben wir hier die Kette sitzen, eine dicke Feder, das ist einfach, um die Schraube hoch oder runter zu klappen, dieser Mechanismus. Wie gesagt, das dreht sich ständig mit, deswegen muss das Fahrzeug zwingend aus sein und wenn wir dann die Schraube runter machen, dass der sich da quasi aufflanscht und wenn wir ein Fahrzeug dann wieder anmachen, dann dreht sich die Schraube mit. So, und die Keilriemen treiben tatsächlich nur Lichtmaschine an und das Gebläse. So, ich habe euch ja eben gesagt, dass das Fahrzeug Feindbeschuss erhalten hat und zwar ist das hier. Hier sieht man das ganz genau, hier sind Projektile durch, das Ganze ist reingeschweißt, genau wie hier. Es kam wahrscheinlich seitlich von außen, ist hier rausgeschlagen und hier wieder eingeschlagen und weiter da durchgesaust. Genau wie diese ganzen Stellen ist alles durch feindlichen Beschuss tatsächlich in dem Fahrzeug. Und deswegen ist es wahrscheinlich damals aufgegeben worden, weil es einen Treffer abgekriegt hat, der Motor unbrauchbar war und man hat das Fahrzeug dann aufgegeben. Also es ist natürlich auch durchaus vorstellbar, dass die Besatzung den Heldentod gefunden hat in dem Fahrzeug, dass das die letzte Fahrt für Fahrzeug und Besatzung gewesen ist, aber wissen tut man das nicht genau. Hier sind eindeutige Kampfspuren, hier hat es einen abgekriegt, aber höchstwahrscheinlich ist nur der Motor ausgefallen und man hat das Fahrzeug aufgegeben. So Freunde, dann hat das Fahrzeug natürlich noch ein Verdeck. Dafür müssen wir die Frontscheibe hochklappen, die Windschutzscheibe. Ich habe das Maschinengewehr mal jetzt von der Lafette runter gemacht. Jetzt arretieren wir das eben einmal, dass der an Ort und Stelle bleibt. Und dann lösen wir hier hinten Lederriemen. Ist alles auch noch im Originalzustand tatsächlich. So, die machen wir ab und jetzt geht der Spaß erst richtig los. So, und dann klappt ihr das ganze Verdeck nach vorne rüber. So, hier ist jetzt wichtig und die müssen hier eingehakt werden, weil damit verriegelt das vorne an der Windschutzscheibe, an der Frontscheibe. Also es ist echt ein Unterfangen. Richten es mal auf. So, jetzt sollte das eindeutig besser gehen. So, jetzt das verriegelt. Und jetzt müssen wir das hinten noch befestigen. Jetzt richten wir den Bügel aus. So, und jetzt haben wir das Fahrzeug einmal, das ist natürlich stramm. Und jetzt wird es über diese Ösen mittels den Lederbänzeln an der Karosserie befestigt. Und da geht ihr jetzt einmal komplett durch. Und dann habt ihr ein Fahrzeug mit Verdeck. Ja, also das ist jetzt gerade das Einsteigen. So, also das ist jetzt tatsächlich ein schweres Unterfangen, da in dieses Fahrzeug reinzukommen. Also selbst für mich.
So, und dann sitzt ihr im Fahrzeug und ihr habt so ein bisschen Wetterschutz. Also Fenster gibt es natürlich nicht. Ihr habt vorne eure Windschutzscheibe und oben halt dieses Verdeck. Und im Winter, ihr könnt euch das vorstellen, ist das wirklich zugig in der Kiste. Und mal schnell raus, wenn ihr unter Beschuss seid, ist auch nicht. Also um hier schnell rauszukommen, das kann man üben. Aber das ist tatsächlich nicht so einfach. Und in den meisten Fällen wurde das Fahrzeug halt tatsächlich auch komplett offen gefahren. Ja, warte, bleib mal so. Also ich bin jetzt hinter der Schraube. Vor der Schraube. Darfst du nicht davon fahren? Ja, ich mach da gar nichts, ich Kreise. Entschuldigung, da war ein bisschen nach. Warte mal. Muss ich gegen Seeräuber wehren. Hunde paddeln hier, das ist ganz schön anstrengend. Ja, ja. Aber die Wehrmacht kommt mich abholen. Ja. Die Räder sind jetzt nicht an, ne? So. Ich weiß nicht, was Outtake auf Deutsch heißt. Nachspann, du Bolschewik. Ich hab kein Bier mehr. Positioniert euch so, dass ihr alles gut seht und wir fahren dann einfach irgendwann raus. Habt ihr mal ein Paddel für uns? Habt ihr ein Paddel? Ich jetzt. Da vorne. Ja, genau. Durch. Da wollen wir durch. Ne? Das ist der Paddel. Weil dann drehen wir nämlich jetzt die Kamera einfach um. Motor. So, dafür öffnen wir die. Wie heißt das? Ja, genau. Ton, Test. Lübt. Guck mal, ist ja voll der Schrott, ist ja kaputt. Ja, wahrscheinlich. Eh schon eine riesengroße Krawatte auf mich, ne? Ach, sei doch nicht so negativ. Reicht doch, wenn sich einer Sorgen macht, das bin ich. Du bleibst draußen. Ich bleib draußen. Warte. Ist das mal, das sieht natürlich scheiße aus, ne? Ja, der Crash mit dem Boot. Ja. So, besser. So, Freunde, jetzt sind wir im, wie nennt sich das eigentlich? Im Fahrerstand, ne? Der Rasenmäher hinten aufgeschnallt, geil. Zum Glück ist er nicht über meine Kippen gefahren, die liegen da. Ja, dann sind die Ja. Wie jedes Fahrzeug von damals können wir hier, hat das jedes Fahrzeug gehabt? Nee, ne? ziemlich, ja. Ja. So, und jetzt wird's heftig. Cut.